VPN bedeutet, dass man von jedem beliebigen Standort aus auf ein internes Netzwerk, in diesem Fall auf das Hochschulnetzwerk, zugreifen kann. Die THB setzt momentan 40 Clients ein. Den Link zum Download für Ihr jeweiliges Betriebssystem finden Sie über den dargestellten Pfad. Hier finden Sie nochmal eine genauere Definition zu VPN. Rechts im Schnellzugriff finden Sie die Weiterführungen für die jeweiligen Betriebssysteme, in diesem Fall Windows. Hier haben Sie dann erstmal die Wahl zwischen 32 und 64 Bit, je nachdem, welches Betriebssystem Sie haben. Zudem finden Sie noch die Daten, die Sie zur Einrichtung Ihres Profils im Programm benötigen. Klicken Sie auf eine Download-Links, erscheint oben rechts wie gewohnt das Download-Fenster. Ist der Download abgeschlossen, öffnen Sie den Speicherort des Installationsprogramms über das Dokumentensymbol. In Ihrem internen Ordner klicken Sie nun auf das Installationsprogramm und starten somit den eigentlichen Installationsvorgang, welcher etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Zunächst öffnet sich ein Fenster. Hier müssen Sie nochmal bestätigen, dass Sie das Programm installieren wollen, indem Sie auf Installieren klicken. Nach der Installation klicken Sie einfach auf Fertigstellen. Im Folgenden fordert Ihr Computer Sie zu einem Neustart auf. Öffnet sich das dargestellte Fenster, beantworten Sie dieses also mit Ja. Ist der Neustart abgeschlossen, befindet sich das Programm auf Ihrem Desktop. Nun kann, wenn nötig, die Einrichtung beginnen. Nachdem Sie das Programm geöffnet haben, können Sie über das Zahnrad eine neue Verbindung hinzufügen. Nun werden die Daten von der Installationsseite der THB benötigt. Sie geben die jeweiligen Daten für den Verbindungsnamen, den Remote Gateway und den Port so ein, wie es hier auch dargestellt ist. Wie auf der Website verlangt, wird der Login gespeichert. Hier geben Sie dann einfach Ihren Benutzernamen ein. Sind Sie damit fertig, klicken Sie auf Anwenden und danach Schließen. Jetzt können Sie sich mit dem internen Hochschulnetzwerk verbinden, indem Sie Ihr Passwort eingeben und auf Verbinden klicken. Nun verhält sich der Zugriff auf alle Volltexte, lizenzierten Medien und internen Inhalte genauso, als würden Sie sich auf dem Campus der Hochschule befinden. Um die Verbindung wieder zu trennen, können Sie entweder das Programm selbst öffnen und auf Trennen klicken, oder Sie öffnen über den Pfeil in der Symbolleiste den Client und deaktivieren die Verbindung über Disconnect THB VPN.